Heute gibt es nach längerer Pause mal wieder einen Soul Impuls to go für dich. Das Thema: Wie kannst du Wahrheit oder Manipulation für dich unterscheiden? Mach den Check. In diesen turbulenten Zeiten sind wir mit allen möglichen Wahrheiten konfrontiert. Da sind zum einen die Wahrheiten, die die Mainstream-Medien verbreiten. Dann haben wir die Wahrheiten von Forschern, Universitätsprofessoren, Ärzteschaft und so weiter. Und dann gibt es noch die Wahrheiten von alternativen Kanälen. Jeder dieser Verkünder, so nenne ich sie jetzt mal, behauptet, die Wahrheit für sich gepachtet zu haben. Und ob die Wahrheit, die ich jetzt hier in diesem Soul Impulse to Go für dich nenne, für dich relevant ist, das darfst du auch selbst entscheiden. Denn die absolute Wahrheit, das weißt du ganz sicher, gibt es nicht. Wie jedoch kannst du für dich herausfinden, was die für dich stimmige Wahrheit ist, deine Wahrheit, auf die du bauen kannst, statt dich permanent aus dem Außen manipulieren zu lassen. Bevor wir uns dieser ganz einfachen Methode zuwenden, mit deren Hilfe du checken kannst, ob es deine Wahrheit ist oder du gerade wieder Gefahr läufst, manipuliert zu werden, ein kleines Beispiel von mir ganz persönlich. Die C-Injektion, schon die erste, habe ich überhaupt nicht gut verkraftet. Es gab diverse Nebenwirkungen. Auf diesem Kanal findest du 2 Videos von mir dazu. Also hatte ich mit diversen Einschränkungen in der Folge zu leben und musste mich permanent testen. Natürlich hatte ich Angst zu Anfang auch, dass ich vielleicht positiv sein könnte. Und ich habe diese Methode für mich angewandt und jedes Mal kam negativ, negativ, negativ. Und als ich dann in das entsprechende Testcenter gegangen bin, wurde das bestätigt. Bis auf einmal. Da kam dann plötzlich im Testcenter positiv dabei heraus, obwohl meine Methode mir ganz glasklar signalisiert hatte, nö, ist nicht alles gut. Danach folgte ja dieser weiterführende Test und der war tatsächlich negativ. Das heißt also, diese Methode klappt. Und das sage nicht nur ich so, sondern solch eine Methode nutzen ganz viele Menschen für sich. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ja, was ist es denn? Womit kann ich das dann checken? Jetzt geht's los, schauen wir uns die Methode an. Vielleicht hast du davon schon gehört. Es ist der kinesiologische Schwanktest. Der Vorteil davon ist, du kannst den vollkommen allein für dich machen, im stillen Kämmerlein, draußen in der Natur, aber sogar im Supermarkt vor dem Regal, wenn nicht gerade viele Menschen um dich drum herum sind. Wichtig ist, reduziere eine Frage darauf, dass man darauf mit Ja oder Nein antworten könnte. Zum Beispiel, ist diese Information richtig für mich? Ist das und das Lebensmittel gut für mich? Darf ich das oder jenes glauben? Und immer kommt ein Ja oder ein Nein. Du kannst es schon als innere Stimme hören, zum Beispiel, oder aber verifizieren, auf Wahrheitsgehalt prüfen mit diesem Schwanktest. Stell dich etwa schulterbreit hin mit deinen Füßen, konzentriere dich kurz, lockere dich, hol 2, 3 Mal Luft, sodass du innerlich ruhig bist und dann stell die Frage. Ein nach vorne kippen heißt, ich bejahe das. Das ist stimmig für mich. Kippst du nach hinten weg, du spürst das ganz deutlich in deinem Körper, dann ist das nicht gut für dich. Mehr zu diesen und anderen Wahrheitsfiltern findest du in meinem neuen E-Book und Taschenbuch. Das verlinke ich unten drunter für dich. Soweit zum Soul Impulse to Go für dich. Und ich hoffe, es bringt dir was bei allen künftigen Wahrheit oder Manipulation Entscheidungen. Ich wünsche dir eine gute Zeit, gutes Gelingen.
freue mich über Kommentare und natürlich auch, wenn du meinen Kanal abonnierst. Bis zum nächsten Video oder Podcast. Tschüss.